Wir befinden uns heute im Brücklifeld beim FC Aarau und ich freue mich sehr, ganz einen speziellen Gast zu begrüßen, den Sandro Burki, Geschäftsführer vom FC Aarau. Hallo Sandro, schön bist du da. Hallo Mel, hallo, freut mich. Sag mal, als Geschäftsführer vom FC Aarau hast du eine zentrale Rolle im Club. Mit was für Herausforderungen tust du dich so im täglichen Alltag auseinandersetzen? Ja, mit ganz vielen verschiedenen. Wir haben natürlich doch einige Leute, die beim FC Aarau arbeiten. Da gibt es auch immer wieder ein bisschen zu tun. Aber ich glaube, so die grösste Herausforderung bei uns ist so ein bisschen der Spagat zwischen den Finanzen, einem strukturellen Defizit und gleichzeitig auch den Verein vorwärts bringen und etwas auch zu investieren. Der FC Aarau hat eine lange Tradition im Schweizer Fußball. Sag mal, was sind so die wichtigsten Ziele für die Zukunft des Clubs? Ich glaube, das, was ich vorher kurz angesprochen habe, ist schon sehr, sehr wichtig für uns. Wir haben nicht irgendeinen Mäzen oder eine spezielle Unterstützung. Das heisst, wir müssen das strukturelle Defizit wegbringen. Da sind wir auf gutem Weg. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber ist auch ein harter Weg. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Jahren auch schaffen werden. Hast du das Gefühl, dass sich die Verantwortung oder die Rolle eines Geschäftsführers in den letzten Jahren im modernen Fußball verändert hat? Und wenn ja, in welcher Form? Ja, ich glaube, es hat sich sicher verändert, weil es auch mittlerweile verschiedene Modelle gibt. Gerade bei uns jetzt, wir haben nicht mehr das Modell, wo die beiden Bereiche getrennt sind, so der sportliche Bereich und der ganze Rest, was es doch noch bei einigen Vereinen gibt. Und wegen dem ist auch der Fußball ist im Wandel, wie sonst alles. Und man muss sich anpassen, man muss dranbleiben. Und ich glaube, der grösste Unterschied, früher war es so gewesen, dass der Besser den Schlechter geschlagen hat. Heute ist es vielleicht eher so, dass der Schneller den Langsamer schlägt. Also die Geschwindigkeit, wo man mitgeht und auch die Transformation, sich immer flexibel zu zeigen. Du bist bereits 2 Jahrzehnte mit dem FC Aarau verbunden. Also das heisst, du hast wahrscheinlich viele Verwandlungen gemacht in dieser Zeit als aktiver Fußballer. Hast du dort mal gemeint, dass du eines Tages Geschäftsführer wirst vom FC Aarau? Nein, definitiv nicht. Also sicher nicht zur Anfangszeit, als ich noch geshootet habe, ich noch relativ jung war. Dann habe ich noch nicht das gedacht, was so ein bisschen gegen Ende Karriere, fußballerische Karriere gegangen ist. Das war schon so, dass ich mich auch darauf vorbereitet habe, etwas im Verein zu machen. Aber dass ich mir vor 5 oder auch 10 Jahren daran gedacht hätte, dass ich mal Geschäftsführer bin, das war nicht der Fall gewesen. Aber du hast es angetönt, gegen den Schluss ist das aber ein Thema geworden. Das heisst, so der Spirit von dem Club, da gibt es etwas, das einem nicht loslässt, dass man bleiben möchte. Was ist denn für dich dann, wo du als Führungsperson eingestiegen bist, die überraschendste Challenge gewesen, die du nicht erwartet hättest? Ja, ich glaube, die Unterstützung der Leute. Es war extrem in beiden Phasen. Als ich zuerst aufgehört habe als Fußballer, als ich Sportchef wurde, wo ich noch nicht viel Ahnung hatte von dem ganzen Business, weil es heute auf morgen gekommen ist, hatte ich eine unglaublich grosse Unterstützung von vielen Leuten, die mitgezogen haben. Finde ich überhaupt nicht selbstverständlich. Und nachher vor etwa rund 2 Jahren, wo nicht alles rund gelaufen ist beim FC Aarau, wo ich die Gesamtverantwortung übernommen habe, sind wieder unglaublich viele gute Leute da gewesen, die mich unterstützt haben, die mitgezogen haben, und das ist nach wie vor so, und das ist für mich zu einem Teil schon auch sehr überraschend gewesen. Also die breite Abstützung, die ist sehr wichtig. Im Moment ist es so, ihr steht sehr weit oben auf der Tabelle in der Challenge League, aber ihr seid noch nicht in der Super League. Ich kreuze die Finger, dass das dieses Jahr klappt, diese Saison. Sag mal, so nach 12 Jahren den Aufstieg zu schaffen, ist denn der Club überhaupt bereit für die nächste Liga? Also jetzt vor allem auch im ökonomischen Sinn? Also die Realität ist, das was für unsere Leute schwierig zu verstehen ist. Wir sind ein Challenge League Verein mit unseren Möglichkeiten. Wir sind nicht einmal ein Spitzenverein in der Challenge League. Also gibt es noch 2, 3 Mannschaften, die einiges an mehr Möglichkeiten haben als wir. Der Wunsch ist da von den Leuten, auch wegen der Tradition des Vereins, wo man noch einiges erreicht hat in der Vergangenheit, wo man lange in der Super League war. Und ich glaube, wir müssen uns vor allem auf das Tagesgeschäft konzentrieren, den Verein wirklich Tag für Tag weiterbringen und auch dort zu kommen, dass wir konkurrenzfähig sind mit der Spitze der Challenge League. Und wenn einmal ein Aufstieg da wäre, dass es auch keine kurzfristige Sache ist, sondern auch ein bisschen nachhaltig stehen bleiben. Dass der Club auch bestehen kann im Hintergrund. Bestehen können im Hintergrund. Im Hintergrund läuft auch viel, ich habe es vorher angetönt, mit Transformation, Modernisierung. Ganz aktuell ist ja die künstliche Intelligenz immer wieder ein Thema. Hat die auch im Fußball Einzug gehalten und spielt das beim FC Aarau eine Rolle?
Ja, definitiv. Also, wir leben nicht hinter einem Montagsjahr, wir bekommen das automatisch mit. Es ist auch im Fußball angekommen. Es gibt auch schon einige Tools, die man kann brauchen kann. Es ist vielleicht noch nicht das Ideale da, aber es erleichtert uns natürlich den Alltag extrem. Also, im Sport mit den ganzen Daten, die du hast, zum Verarbeiten, für uns schwierig ist. Wir haben nicht einen Staff im Sport von 20 oder 25 Leuten. Und dort hast du natürlich eine grosse Unterstützung und eine grosse Hilfe. Also es ist schon aktiv im Gebrauch. Wird dann KI oder gewisse KI-Tools auch im Bereich von der Faninteraktion und Bindung gebraucht? Ja, bis jetzt noch nie so in unserem Fall, aber wir sind auch immer wieder neue Sachen am Anschauen, mit Leuten, die wir zusammenhocken, die sich melden. Und ich glaube, das wird kommen im sportlichen Bereich, aber auch neben dem Platz werden wir da grosse Vorteile haben in Zukunft. Bleiben wir mal bei der jetzigen Zeit. Wie wichtig sind die Fans, dass sie den Spirit vom FC Aarau auch mittragen, auch in Bezug auf die vielleicht Möglichkeit zum Aufsteigen? Extrem wichtig. Also die Fans, das sehen wir ja bei uns jetzt in der Challenge League, oder wir haben mit Abstand die grösste Unterstützung. Die Leute sind da, sie sind da, vor allem auch in schlechten Zeiten, sie unterstützen uns. Sie machen ein Spiel erst so richtig interessant mit der Stimmung, die es gibt. Da erleben wir andere Sachen in der Challenge League, wo es nicht so lustig oder angenehm ist, wenn du irgendwo am Freitagabend vor 200-300 Leuten spielen musst. Wegen dem sind sie für uns extrem wichtig im Stadion, aber auch neben dem Platz, dass sie mit uns zusammen den Verein weiterbringen. Und auch tragen. Jetzt lass uns mal das Thema Aufstieg oder nicht Aufstieg mal weg. Dennoch hätte ich gerne von dir gewusst, als abschliessende Frage, was sind so deine Visionen für den Verein für die nächsten, ich sag mal 2, 3, 4 Jahre? Ja, sicher das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass wir die Finanzen weiterhin im Griff haben, dass wir das strukturelle Defizit wegbringen, dass wir uns vorwärts bringen, die infrastrukturellen Themen, Trainingsbedingungen, die momentan schwierig sind. Wir haben noch das Thema Stadion, das kommt die nächsten Jahre, wo wir leider nicht so gross Einfluss darauf nehmen können. Und dann wirklich auch die tägliche Arbeit mit den Leuten, dass wir immer besser werden, heute besser sein als gestern. Und da haben wir ein gutes Spirit, da leben wir die Werte in unserem Verein und das wünsche ich mir, dass es so weitergeht. Das wünsche ich dir auch, Sandra, dass das so weitergeht. Herzlichen Dank, bist du heute im Gespräch gewesen. Danke dir vielmals.